So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen von der Messe in Essen. Wir haben es irgendwie kurz vor 8, würde ich jetzt mal sagen. Wir sind um halb 8 gekommen und ja, tun jetzt noch ein bisschen den Stand vorbereiten und würden einfach mal sagen, wir nehmen euch mit, weil jetzt ist es noch ruhig. Später können wir kein Video mehr drehen. Wir haben hier, glaube ich, gefühlt den lautesten Nachbarn auf der ganzen Messe. Machen wir einfach mal Werbung so ein bisschen. Aber das ist nicht unser Thema. Wir wollen mal einmal euch so ein bisschen kurz über den Stand führen. Wir fangen vorne an, hätte ich gesagt. Ich war nie ein Weiß-Fan. Aber ich glaube, ich kann mir auf dem N3 Touring gerade keine schönere Farbe vorstellen. Der Luke nickt im Hintergrund, sieht schon brutal aus. Also wirklich, jeder, der in der Nähe ist und sowieso vorhat zu kommen auf die Messe, kommt hier vorbei, schaut euch mal das Auto an vom Yusuf. Das Ding ist einfach eine Augenweide. Und dann noch weiße Felgen drauf, ist ja, einfach mal wieder on point. Mega geil. Unser erstes Auto, wir haben dieses Jahr 2 BMWs, 2 Audi dabei und haben unseren Audi Sport Quattro LCE beim Jean-Pierre auf dem Stand. Da gehen wir gleich noch rüber. Jetzt haben wir hier einen neuen M2 G87. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Weißt du das, Luke? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Kranke Farbe. Ich weiß gar nicht, ob man das mit der Kamera so einfangen kann, mit dem Farbeffekt. Mega, mega geiles Auto. Super coolen Bodykit gekriegt. Carbon. Auto ist, glaube ich, von Autocenter Meschede. Haben auch nochmal die Scheinwerfer umgebaut und natürlich unsere Felgen drauf. Also das fittet ja hinten, das ist ja nicht mehr normal. Ne? Der hat einen Arsch. Das ist der absolute Wahnsinn. Jo, dann machen wir weiter. Ich denke, die Felgen einzeln werden wir später mal so ein bisschen in die Storys noch bringen, was wir dabei haben, was neu ist. Dann haben wir hier noch einen RS3. Auch sehr, sehr schönes Auto. Was mir besonders gut gefällt an dem Auto, ich finde einen RS3 sonst immer ein bisschen lahm, aber der hat ein Urban Kit drauf von Absolut Motors. Wir arbeiten ja auch mit Absolut Motors zusammen und haben bei uns auf dem RS6 auch ein Urban Kit drauf und ich finde, das steht dem RS3 auch sehr, sehr gut. Also das wertet das Auto extrem auf und dann natürlich, logisch, Guido-Felgen drauf, das Ganze eben tiefer und vorne dann eben auch nochmal die Spoilerlippe. Ja, das sieht schon richtig geil aus, gefällt mir echt gut. Auch die Farbe ist nicht schlecht, ne? Ich würde sie wahrscheinlich nicht bestellen. Ich kann es auch nicht so richtig deuten, weil es ist so ein bisschen Nardograu und dunkel, oder? So ein bisschen mit einem Blaustich drin irgendwie. Blau, ja. Ja. So, und dann eigentlich mein absolutes Highlight, nicht weil das Auto von uns ist, aber die Farbe, die haut dich einfach vom Hocker. Das Auto ist hier gestern reingefahren. Ich habe gedacht, alter Schwede. Ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen gehabt vom Polierer und ja, da haut es einem einfach vom Hocker, wenn man das Auto jetzt mal hier anschaut. RS6. Urban Kit drauf, 1010 PS mit TÜV von uns, wer da Interesse dran hat. Also wir bieten von Stufe 1 bis Stufe 4 alles an. Forge Plus 6 drauf jetzt von uns, in weiß auf, ja, die Farbe nennt sich Tiffany. Finde ich einfach nur der Knaller. Wir waren am Überlegen, wir wollten eigentlich einen Sternrubin drauf machen, wie wir es auf dem M4 hatten vom Yusuf letztes Jahr, haben uns aber dagegen entschieden und es war eine gute Entscheidung. Weil ich glaube, dem Auto steht es 10-mal besser wie ein Sternrubin. Oder? Luke, was meinst du? Auf jeden Fall. Okay. Sieht mega aus, ja. Ja, das haut mich echt vom Hocker, das Teil. Und ich glaube, da werden einige Leute vorbeilaufen und stehen bleiben und Bilder machen. Und genau das wollen wir ja auch. Und wer Interesse dran hat an Felgen, Fahrwerk, Auspuff, Leistung für RS6 oder Konsorten, gerne bei uns vorbeikommen. Wir machen euch auf der Messe auch Angebote. Und ja, ich weiß ja nicht, wenn das Video wird wahrscheinlich ausgestrahlt, dann ist die Messe schon rum, oder Luke? Hä? Je nachdem, wie schnell du bist. Jetzt hätte ich gesagt, dass wir den Kreis noch so komplett schließen. Wir laufen mal schnell vor zum Jean-Pierre auf den Stand. So, 10 Meter weiter, wir sind da. Ein Stückchen mehr war es. Aber wir haben gerade feststellen müssen, der Luke sagt zu Steven, wenn wir da auf den Jean-Pierre seinen Stand zulaufen, der ist gestern auch schon ein paar Mal in die Richtung gelaufen, sagt, da ist irgendwie ein komisches Gefühl, du läufst da hin und siehst ein LCE-Auto da stehen. Geht mir ganz genauso, also irgendwie immer so ein bisschen feuchte Hände und wenn du das so siehst und jeder weiß, was Jean-Pierre eigentlich für eine Nummer ist mittlerweile im Business und ein Auto von uns da stehen darf, sein eigenes jetzt, ne? Macht uns das sehr, sehr stolz. Also muss ich wirklich sagen. Ich hoffe, du hast viel Freude damit, Jean-Pierre. Und es war uns eine Riesenehre, das Auto für dich zu bauen. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze einfach noch mal kurz an. Die Jungs machen hier sauber, dann wollen wir nachher nicht im Weg rumgehen. Unser Sport Quattro Meisenblau. Wir haben ja schon ein Video dazu gedreht. Ich weiß nicht, es wird relativ zeitgleich vielleicht rauskommen mit dem Video vom Jean-Pierre, was er gedreht hat. Wir haben gestern die Übergabe gemacht vom Fahrzeug draußen. Es war arschkalt. Und ja, der Jean-Pierre hat die ersten Meter auf der Straße gedreht. War sehr angetan, war sehr happy.
Wir waren alle ein bisschen verunsichert, wie das Auto am Ende des Tages aussehen wird. Er hat mich gestern auch gefragt, du, bevor ihr jetzt den Hänger aufmacht, was sagst du denn? Was ist dein Resümee und hättest du das gemacht? Und hat so in die Runde reingefragt und ja, wir waren erstmal alle verhalten natürlich, weil der erste Punkt war so, das musst du wirken lassen, das Auto. Das geht nicht von jetzt auf gleich, dass du sagst, boah, ja, das ist es. Und das haben wir ihm auch gesagt, er war da ein bisschen verunsichert, aber alles gut. Ihm gefällt das Auto, er ist happy. Wir nehmen das Auto nach der Messe nochmal mit. Wir haben ja jetzt nur die Low-Boost-Abstimmung gemacht, weil natürlich in der Eile, da gehen auch nochmal Grüße raus. Patrick, vielen, vielen Dank. Der Kollege hat eigentlich, möchte ich mal behaupten, zu 90–95% das Auto alleine gebaut in den letzten Wochen, hat da wirklich viele, viele Überstunden gemacht und ja, dafür, dass das Auto heute hier stehen kann. Vielen Dank nochmal, wirklich. Und ja, Jean-Pierre hat sich auch riesig gefreut, dass wir es geschafft haben. Wir hatten das letztes Jahr als Versprechung ja abgegeben. War schon eine Mammutaufgabe, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben noch ein paar Finish-Sachen zu erledigen, das ist ganz klar. Und werden dann auch noch die finale Abstimmung machen in den nächsten paar Wochen. Weil jetzt über den Winter fährt das Auto sowieso nicht. Und von dem her alles gut. Jetzt hätte ich gesagt, wenn wir gerade hier stehen, bringen wir noch mal so einen richtig schönen Horn mit rein. Und ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter, bevor es dann nachher um 9 Uhr losgeht und laut wird. Ja, also, wir sehen uns gleich. So, sind wir schon wieder drauf. Eigentlich wollten wir schon ein Stückchen weiterlaufen, habe ich gesagt, aber eigentlich, so wie das Ding hier steht, Boost Wars, so heißt er ja, der gute Wagen. Eine mega, mega krasse Folierung, wirklich der Hammer. Ja, eigentlich, da gibt es nichts zu sagen, der ist einfach wieder auf den Punkt. Der Wahnsinn. Schon wie sagt man, so Kunstwerk, ne? Eigentlich schon von der Folierung. Mega geil, finde ich schön, super. Natürlich nichts mehr für die Straße zum Hinstellen. Ich weiß nicht, wo man mit dem Auto fahren soll. Also Fahrzeughöhe und so, das ist halt einfach Show and Shine, oder? Und das hier, das wird irgendwann mal eine Fahrmaschine. Wir haben gestern lange mit Jean-Pierre geredet und haben uns da ausgetauscht über das Fahrzeug. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie anspruchsvoll das ist, so ein Auto zu bauen. Ihr habt das ja in seinen Videos schon zigfach gehört und ja auch gesehen, was da alles dahinter steckt. Aber wenn man das Auto mal in live sieht, wirklich krass, ja, weil jedes Bauteil, jede Strebe, es muss ja alles durchdacht sein. Es war ja nichts da eigentlich, ne, wie er sagt. Und das ist schon krass, wie das so Formen annimmt langsam. Und ich denke, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall ein fertiges Auto hier stehen sehen, was auch fahrbereit ist und was wohl sehr, sehr gut fahren soll. Und das kann ich mir durchaus vorstellen mit dem Konzept. Mit dem Gitterrohrrahmen, mit dem Motor da hinten drin, das ist eine heiße Nummer. Gut, also, weiter geht's. Alos ist noch im Aufbau, das ist ja noch Ebbe hier, ne? Da bin ich ja mal gespannt, ob das bis um 9 dann alles steht. Aber ja, die Jungs und Mädels sind auf jeden Fall schon da. Und schauen wir mal. Also ich habe schon ein Auto gesehen, da hinten. Wie jedes Mal, wenn wir ein Video drehen. Das habe ich schon wieder von Kilometer Entfernung gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber... Ich weiß, was du meinst. Oh ja, weißt du? Echt? Hatten wir es gestern davon? Da bin ich mal gespannt, ob wir das gleiche Auto meinen, aber wir gucken mal. Ja. Nee, schöne Stände wieder hier auf der Messe, wirklich, muss ich sagen. Schön gemacht dieses Jahr. Müssen wir mal gucken, ob der Klaus schon wach ist. Von Aulitski Tuning, ob der schon da ist. Hey, morgen. Hallo. Ist der Klaus auch schon da? Ja. Echt? Und schauen wir mal, wo der ist. Ah, der ist gerade beschäftigt. Da gehen wir gleich noch mal hin. Der ist beschäftigt. So, jetzt kommen wir hier zu einem Stand. Der hat mich gestern, obwohl noch kein Auto da stand, wirklich vom Hocker gehauen, weil ich gedacht habe, alter Verwalter, was ist das bitte für ein Stand? Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, das sind gefühlt 50 Meter Stand von Eventuri. Also Hut ab. Das ist schon echt der Oberhammer, was die da sich für einen Stand gegönnt haben. Ja, also E46 M3 wie immer, muss rein, ne, wenn wir ein Video drehen. Mega geil. Ist ein Schalter? Ja, geht ja um die Ansaugung von Eventuri, ne, hauptsächlich. Und nein, SMG.
Ein SMG. Aber ist ja nicht schlimm, sieht geil aus. Wir laufen mal noch ein bisschen weiter. Was haben wir denn alles hier in unserer Halle? Also für die... Ist ein anderer Motor, genau, sorry. Ich habe jetzt nur auf die Ansaugung geguckt. Natürlich aus dem Nachfolgermodell, ne, da V8 drin. Ich glaube, das Ding geht schon richtig gut vorwärts. Ich glaube, der wird auch nicht nur 420 haben wie Serie. Aber müssen wir mal nachher mal mit den Jungs schwätzen. Genau. Also, was haben wir hier in der Halle? Bloß euch noch mal kurz mitzunehmen. Jede Menge Felgenaussteller, Aulitzky Tuning ist da, Tuningteile ist da, JP Performance natürlich, Alus ist da, Grail ist da, Airlift Performance, wir natürlich mit Yido Performance und viele, viele andere. Also ist echt, finde ich, wieder einer der schönsten Hallen. Nicht, weil wir hier stehen, es ist einfach so, die Halle 6 ist für mich immer ein absolutes Highlight, jedes Jahr. Wir laufen noch mal durch die anderen Hallen in den nächsten Tagen. Ich denke, wir werden das so ein bisschen cutten, oder Luke? Sonst wird das alles ein bisschen zu lang. Und ja, jetzt laufen wir mal weiter. Hallo, guten Morgen. Morning. Ich hätte gerne ein Angebot. Gerne. 10 Grüß Minuten. dich, hi. Ja, Klaus, wir sind gerade ein bisschen am Video drehen. Mal wieder in unserer Halle 6, wie jedes Jahr. Und wir wollten einfach mal bei euch vorbeischauen. Und habt ihr irgendwelche Specials dabei? Und, Also ähnlich, ja. Ähnlich wie die letzten Jahre auch, nur ein bisschen anders. Also G80 hatten wir letztes Jahr dabei. Jetzt haben wir unseren G81 dabei. Ein bisschen CSL-Teile rangebaut, ja, Leistung haben die Autos drauf, KW-Fahrwerk drin. M2 G87 steht noch da hinten, der rote, da ist auch alles umgebaut. Von A bis Z, bisschen Spoiler, bisschen Felgen, Fahrwerk. Leistung, Downpipes, Abgasanlagen natürlich auch. ja. Haben unsere neuen Abgasanlagen hier mit am Stand, die New Generation Exhaust Systems. Hast du eine Minute Zeit oder ist gerade Ja, schlecht? Sonst geht. kann ja so ein bisschen Ja, mal wir können zeigen. mal was wir- rumlaufen, oder? Ist Ja? glaube ich besser. Ja, Ist einfach. gerne. Weil wenn wir schon mal da sind, dann schauen wir uns doch an, was der Klaus da Neues dabei hat alles, oder? Ja, Aber ihr seid voll auf BMW, ne? Ja, genau. also fast Mega. nur BMW dabei. Ja. Das heißt Ja, ist nur- doch gut. Ist doch gut. Ja. So, Nee. wo ist immer hier schon, oder? Ja, also das sind unsere neuen Abgasanlagen. Wir haben die jetzt hier ein bisschen in so kleine Ständer reingebaut. Man kann jetzt nicht ganz so viel sehen, aber wenn es unter dem Auto hängt, sieht man auch nicht so viel. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall die Systeme komplett neu entwickelt dieses Jahr, haben neue Töpfe bauen lassen komplett, haben dann die ganzen Systeme jetzt alles selber entwickelt, alles auch Eigenproduktion von Aulitzky komplett, eine ganze Produktionslinie aufgebaut. Wenn man die ganzen Sachen sich mal anschaut, wir formieren jetzt die ganzen Abgasanlagen, das ist so ein bisschen der Unterschied zu den alten Versionen, dass wir die ganzen Sachen jetzt alle durchformieren beim Schweißen. Ja. Ja, und ein paar Kleinigkeiten noch abgeändert, so die ganzen Halter, die da dran sind. Ich glaube, du hast natürlich auch schon mal eine Abgasanlage gesehen, als wir bei euch waren. Die von der Ja, M4. ja. Also Und- man muss ja auch sagen, ne, wir haben ja auch die alten Abgasanlagen bei euch gekauft, wenn es ums Ja. Thema BMW ging. Jetzt habt ihr die neuen und es ist auf jeden Fall optisch schon ein Unterschied. Ne? Ja. Ich habe es jetzt noch nicht bei uns unterm Auto, weil wir haben tatsächlich Ja. noch die alte drunter, aber ich denke, Ja. wir werden die auf jeden Fall mal austauschen, Ja. weil der das sieht Vision natürlich kommt. alles schön aus, man sieht es nachher nicht. Ne? Ja. Aber ich sage auch die Endrohrblenden, in was für Varianten habt ihr die denn? Das ist jetzt so seitenmatt schwarz? Genau. In den Seiten matt schwarz und dann haben wir noch silberne Endrohrblenden. In andere Varianten sind wir gerade noch drüber. Also wir wollten eigentlich auch wieder Carbonblenden machen, da Ja. sind wir ja schon ganz, ganz lange dran. Aber Carbon ist so ein heikles Thema. Da Mit ist Verfärben, temperaturmäßig, Ja, oder? genau, temperaturmäßig auch. Und da ich es alles eigen haben möchte, ist es auch immer von den Varianten immer relativ schwierig. Ne, aber ansonsten, ja, wir haben die ganzen Haltepunkte halt auch abgeändert, dass man es nur noch einhängen muss und nicht mehr einstellen kann. Also wir haben halt gemerkt, die Werkstätten tun sich halt wesentlich einfacher, wenn sie halt ihren Auspuffgummi da dran schmeißen, die Anlage hochschrauben und nicht mehr so viel zum Einstellen haben. Ja, Und das macht es am Ende halt auch, denke ich mal, für die Werkstätten einfacher, ja, das ganze Thema. absolut. Weil ich sage ja immer, es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn du jetzt Werkstattleute hast, die dann quasi so schon machen, ne? Wenn sie die Auspuffanlage verbauen müssen von XY. Ne? Ja. Das muss einfach passen, ne? Ja. Weil da sparen wir viel Zeit und können natürlich auch dem Kunden viel Kosten sparen. Ja. Nee, am das Ende ist des so. Tages, Ja, ich habe es ne? auch gesehen. Also das ist klar, wenn man es selber einbaut, weil man weiß, wo man hinlangen muss, ist es immer einfach. Aber für jemanden, der halt nicht jeden Tag die Anlagen 5-mal einbaut, da ist halt so wenig Einstellmöglichkeiten wie möglich, dann ist es dann wesentlich besser auf jeden Fall. Ja. Ja, super. So, was haben wir hier noch Schönes? Ja. Das ist euer Genau, G87. der M2 und den anderen haben wir auch noch da. Okay. Jetzt gerade. Ja, der M2 G87 hat jetzt aktuell 730 PS mit Serienlader. Ist aber Unsere- Oberkante, oder? Mehr geht da nicht, oder? Wirklich, Ja, oder? also mit Ethanol, wir haben noch eine Ethanol-Map für den, da sind wir so bei 810 PS jetzt gewesen. Ne, Auto fährt jetzt eine ganz, ganz tiefe 5, also ist schon relativ schnell von 100 auf 200. Haben KW-Variante 4 drin, die Yido Performance Felgen sind drauf und halt ein bisschen vorne noch Eventuri und so ein Zeug alles Ja. drin.
Abgasanlage von uns und halt ein bisschen Spoilerpaket drauf. Ich wollte es jetzt nicht extrem übertrieben haben, deswegen Ja, sieht schön halt aus, stimmig. Kleinigkeit ein bisschen gemacht. Das ist Mit den Rädern drauf, Ja. kommt richtig gut. Aber man muss sich ja mal überlegen, ne? Ich meine, du als Tuner schon seit eh und je dabei, wenn du denkst, Serienleistung zu jetzt bis zu 800 PS, ne? was hast du früher machen müssen, dass du mal eben so 300 PS mehr aus einem Auto rausholst? Ne? Das war ja komplett mit Kolben, Pleuel, Düsen und hau mich tot. Und jetzt sagst du, okay, das macht ja eigentlich der Serienlader mit, ne? Mit dementsprechenden Sprit und Software und natürlich Ansaugung, Abgastrakt. Ne? Aber trotzdem ist es ja der Wahnsinn, was du da mit kleinem Aufwand heute eigentlich machen kannst. Ne? Ja, der Motor ist schon krass. Also muss man sagen, der S58 ist ein starker Motor. Das ist echt heftig, was da abgeht mit dem Ding. Ja. Wir bauen jetzt auch gerade schon Motoren vor mit Stroker, mit anderer Kurbelwelle und Pleuel und Kolben, mit mehr Hubraum. Ja. Ich denke, da werden dann am Ende des Tages so 1000 PS angezielt sein. Aber da ist halt die Frage, macht das auf dem Heckantrieb Sinn oder bauen wir das dann beim Touring ein, weil er Allrad hat? Allrad, ja. Das sind wir jetzt halt noch am Überlegen gerade, was wir da machen. Aber verrückt. Ich habe ja schon so von einigen gehört, ne, jeder, der so ein bisschen mit S58 zu tun hat, ist ja jeder der Meinung, so jetzt gerade M3, M4, das wird der neue GTR aus Deutschland. ja, Weil der Motor sich einfach tunen lässt, ne, und sich sowas von anbietet dafür. Ja, Ist so. bin ich mal gespannt. Ne? Das könnte tatsächlich so eintreffen. ja, der Motor ist halt überall schon drin. Ne? Also es ist schon eine Wucht. Also das ist schon krass. Also mir macht es echt Spaß, an dem Motor zu arbeiten, weil man da echt viel Option hat. Und so super standfest, ne, wenn man denkt, also eigentlich muss es schon böse übertreiben oder viel falsch machen, dass der Motor hochgeht. Ja, toi 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 müssen wir auch voll. Ja. Bis jetzt hat jeder Motor gehalten und wir sind echt schon viel Kilometer gefahren. Also auch der blaue G80, den wir noch haben, der hat jetzt auch schon 35.000 Kilometer mit 830 PS, ohne was zu machen an der Kiste. Klar, wir fahren viel mit Ethanol halt, Ja. aber das Ding ist halt schon Bombe. Also das hatte ich schon mal gewartet, dass irgendwann was kaputt geht, aber der fährt wie eine Eins. Also ist echt gut. Geil. Gut, super. Also, in dem Fall, Klaus, ich sag Viel mal, Spaß noch. viel Spaß Gute auf der Messe. Messe. Ja? Wir gehen weiter. Bis dann. Jo. Ein paar Meter weiter. Wir stehen vorm tuningteile.de Stand, wie man unschwer erkennen kann. Jetzt schauen wir mal eben, was der Malte so Schönes dabei hat dieses Jahr. Gucken wir mal. Er wartet schon auf uns. Guten Morgen, Malte. Hallo. Hi. Steven, grüß dich. Wir drehen gerade unsere Runde in unserer schönen Halle 6 und haben gedacht, da müssen wir natürlich auch noch mal hier vorbeischauen, wenn ihr schon da seid. Ja. Und einfach mal so ein bisschen durchhören. Was habt ihr denn Schönes dieses Jahr dabei als Special Highlight? Darf ich erstmal dein Mikrofon bewundern? Ja, Das, das also, ist doch schick, oder? ja, wirklich. Das ist also Kreativität Ja. par excellence. Hier, der Kollege in Ja, der Kamera. Ne? ja klar, der Mediabeauftragte. Ja. Sehr schön. Ja, komm, ich komme mal raus. Ja. Wir haben aus England hier vorne den M3 Touring. Laufen wir mal vor, oder? Genau, der ist von der Firma Evolve und sind sehr eng, sitzen in einem Gebäude mit Eventuri Ja. und die Herrschaften haben hier so eine CSL-Hommage gebaut mit Carbondach und ganz vielen wilden Teilen. Sieht sehr wertig aus, ne? Also Ja, muss auf man jeden schon Fall. sagen. Sehr schönes Auto und ich glaube mit dem Dach vor allen Dingen, das haben noch nicht so viele gemacht. Ja, ja. Ähm, Ist das dann einmal überlaminiert oder ist das komplette das Außenhaut? das ist ein komplettes Dach, also das Okay. Dach wurde komplett gewechselt. Okay. Deswegen gibt es, glaube ich, nicht so Ja. viele, die das bei einem Kombi bisher gemacht haben. Ja. Und dann natürlich komplette Eventuri-Ausstattung, CSL, Domstrebe drin und alles, was das Herz begehrt. Carbon-Motorhaube. Sieht In echt England schick aus. haben die Leute es ja nicht so schwierig mit TÜV wie wir. Ja. Ne? Deswegen Wie siehst du die Haube in Deutschland mit TÜV? gar nicht. Gar nicht. Keine Nein, Chance. also man könnte TÜV dafür machen, Mhm. aber das kostet sehr viel Geld und am Ende Lohnt sich glaube ich nicht, dass sich das lohnt, weil wenn jetzt BMW zum Beispiel den CS rausbringt, nochmal den nächsten oder keine Ahnung, oder ein anderes Sondermodell, dann sind da ja oft von BMW Hauben auch drauf. Ja. Und die Leute wollen dann halt in der Regel die Hauben haben. Das haben wir bei dem ja zum Beispiel. Ja. Bei der F-Serie kam ja dann auch irgendwann die GTS-Haube. Ja. Und das ist einfach die schönste Haube, die es gibt. Deswegen, da lohnt es sich in der Regel nicht, irgendwas nachzumachen. Ja, schon richtig. Das ist unser Verlosungsauto, unser M4, den wir das Jahr über gebaut haben. Und der hat eigentlich alles, was man so gebrauchen kann, von viel Leistung über schöne Felgen, Ansaugsystemen, Kühlungen, alles was geht. Alles, was und geht. Den können die Leute hier noch, können sich hier Lose noch sichern, Ja. teilnehmen,
kann man, indem man bei uns einkauft, bei tuningteile.de, oder man kann auch Lose hier noch käuflich erwerben und nach der Messe wird der dann direkt mit Notar im YouTube-Livestream verlost. Also dieses Jahr noch, oder? Ja, genau. Also Gibt es so ein Weihnachtsgeschenk dafür? Genau, richtig. Direkt nach der Messe wird in der Woche wird er dann seinen neuen Besitzer finden. Ob er dann direkt übergeben wird, das schauen wir dann. Ja. Aber wir werden ihn dann verlosen. Ja, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist ein super schönes Auto. Ja, also. ja, doch. Stimmig einfach, sagen, ne? ja. Felgen, Fahrzeughöhe. Fährt sich auch geil. Ja, das stimmt. Ja, und hier haben wir dann noch einen neuen Civic FL5. Da haben wir gibt's ein neues Ansaugsystem für, das wollen wir hier ausstellen. Ein paar Carbonteile von uns. Ist ein Fahrwerk drin. Ja, eins von den eher seltenen Autos. Wir hatten ja eigentlich vor, euren KTM hier auszustellen. Ja. Nur da waren die Transportkosten überraschenderweise so hoch. Deswegen haben wir das hier nicht gemacht. Aber vielleicht. Das ist halt immer das Problem, wenn man nicht direkt ums Eck ist. Ne? Ja, das sind halt doch ein paar Kilometer. Ich weiß auch nicht, warum ihr so weit weg seid. Ja, genau. Was ihr da unten wollt. Ja, wir sind ja in der Mitte. Ach so, ja. Ja. Okay. Ja, 3 Autos. So sieht's aus. Super schön. Ja. Cool. Dann sage ich an der Stelle viel Erfolg. Danke euch. Viel Spaß. Wir gehen weiter. Wir sind jetzt hier wieder zurück bei uns am Stand. Haben eigentlich eine kleine Runde gedreht. Wir haben natürlich einiges ausgelassen. Ich denke, die Tage kommt da noch ein bisschen was dazu. Wir packen heute einiges in die Stories rein. Und unser Nachbar Wagner Tuning ist noch nicht am Start, aber die will ich trotzdem auch erwähnen. Das sind ja unsere Lieferanten jeglicher Kühler, die wir brauchen, besonders eben für unsere Sportquattros. Ja, wir gehen jetzt mal noch in die Halle 5. Wir werden das, wie wir gerade besprochen haben, so machen, dass wir zu jeder Halle ein eigenes Video machen. Das eine länger, das andere ein bisschen kürzer. Und ja, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, was da für schöne Autos dabei sind. Bis gleich.